Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute öffne ich das 12. Türchen des Sugar Princess Christmas Cookie Club 2021. Zum 3. Advent gibt es heute mal wieder endlich eine Torte. Und zwar diese fantastische himmlische Mandarinen-Spekulatius-Torte mit einem weihnachtlichen Biskuitboden und einer fantastischen Füllung aus Sahne, Cointreau und Mandarinen und natürlich der wunderschönen Dekoration aus Sahnehäubchen und Mandarinen und dem, was ihr sonst noch so auswählt. Ja, und natürlich zum 3. Advent verlose ich auch wieder etwas ganz Tolles in diesem Türchen, nämlich den Tesfor S4 Staubsaugerroboter. Ein wirklich super tolles Ding. Der fährt täglich auch bei uns herum und kümmert sich um die herumliegenden Hundehaare, die unser Hund ganz gerne fallen lässt. Wenn man dann wieder nach Hause kommt vom Einkauf oder von der Arbeit, dann findet man eine geputzte und gesäuberte Wohnung vor und der Roboter steht ganz brav wieder an der Station. Das ist wirklich genial. Ja, und heute gibt es ein Exemplar, das 2. Exemplar im Kalender, bei mir zu gewinnen. Einfach auf dem Blog vorbeischauen. Dort findet ihr die Gewinnfrage. Den Blog verlinke ich euch auch hier unten. Dort findet ihr natürlich auch das Rezept zum Nachlesen und zum Ausdrucken als Link. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich. Endlich wieder eine Torte. Wir starten gleich mit dem leckeren Biskuitboden. So, und als erstes schlage ich mir die Eiweiß steif. Die gebe ich mir hier in die Schüssel. Die sollten Zimmertemperatur haben. Es kommt eine Prise Salz hinzu. Und im Hintergrund habe ich mir den Ofen schon vorgeheizt auf 175 Grad Ober-Unterhitze oder 150 Grad Umluft. Ja, und das Ganze schlagen wir jetzt erstmal an und dann lassen wir etwas kaltes Wasser hinzufließen und danach den Zucker. So, und ihr seht, die Masse ist jetzt wirklich richtig schön steif. Das dauert ungefähr 5 Minuten mit dem Handrührgerät. Also bitte nicht kürzer schlagen, denn das reicht dann einfach nicht. Dann hat der Biskuit keinen Stand und fällt euch zusammen. Alle Tipps und Tricks übrigens zum Backen eines guten Biskuits findet ihr in meinem ganz uralten Biskuit-Video. Ich verlinke euch das gerne nochmal auf dem kleinen i. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Jetzt geben wir uns auf niedriger Geschwindigkeit die Eigelb hinzu, nach und nach. Und natürlich auch die Vanillepaste, wenn ihr mögt, und die Orangenpaste oder auch einfach Vanillemark und abgeriebene Orangenschale. Wunderbar, und ihr seht, es ist jetzt ein bisschen weniger steif geworden. Jetzt gebe ich mir hier noch meine Orangenpaste hinzu. Einfach so ein bisschen was. Und etwas Vanillepaste kommt auch noch hinzu. Immer so ungefähr einen halben bis einen Teelöffel. Wirklich nur kurz, damit wir einfach den Fluff schön behalten. So, und jetzt siebe ich mir hier das Mehl drüber mit dem Backpulver. Das Backpulver kommt gleich mit dazu. Und einem halben Teelöffel Spekulatius-Gewürz. Ihr könnt das Ganze auch vorher in einer Schüssel vermischen. Das sieben wir hier gerade drüber. Auf diese Weise kriegen wir wunderbare weihnachtliche Gewürze in unseren Teig. Und wir geben uns noch die Spekulatiuskrümel hinzu. Ich habe mir die jetzt so mittelfein hier einfach zerkrümelt mit den Fingern. Jetzt heben wir das Ganze mit dem Spatel gerade ganz sanft nur unter, bis alles miteinander verrührt ist. Und wirklich ganz sanft. Wir wollen den Fluff drin behalten. Wir wollen, dass es eine schöne, luftige Masse wird. Einfach so ein bisschen immer schauen, dass man sich die Mehlnester so aufsticht, die entstehen. Bis das Mehl komplett verrührt ist. Und dann kann der Teig auch schon sofort gebacken werden. Er sollte nicht lang stehen, da er sonst zusammenfällt. Also immer gleich zu Anfang des Rezepts den Ofen vorheizen.
Jetzt gebe ich mir die Masse in meine vorbereitete 24 cm Springform. Die habe ich nur am Boden mit Backpapier ausgelegt. Die Seiten bitte nicht fetten, damit der Biskuit einfach sehr, sehr gut hochklettern kann an den Rändern. Das Ganze noch schön glatt streichen in der Form. Wunderbar, duftet wahnsinnig lecker und wird sofort jetzt bei 175 Grad Ober-Unterhitze, wie gesagt, oder 150 Grad Umluft gebacken für ungefähr 20 Minuten. Bitte dabei bleiben und den Backofen während der Backzeit nicht öffnen, denn sonst fällt der Biskuit zusammen. Ja, so wunderschön sieht jetzt unser Biskuit aus und er duftet auch super lecker. Er ist schön hoch geworden, total gleichmäßig und ich lasse ihn jetzt auskühlen. Am besten natürlich über Nacht, wenn ihr die Zeit habt. Bitte auch die Stäbchenprobe nicht vergessen, dann seht ihr auch, ob alles durchgebacken ist. Perfekt. Und ihr seht, er ist wirklich wunderschön geworden und duftet einfach mega lecker. Hier habe ich mir meine Gelatineblätter schon im kalten Wasser eingeweicht. Das stellen wir uns gerade beiseite. Die Mandarinen habe ich mir auch schon abtropfen lassen. 2 kleine Dosen und den Saft aufgefangen und davon 90 ml abgenommen. Jetzt schlagen wir uns einen halben Liter Sahne steif. Die sollte schön gekühlt sein. Ich schlage sie wie immer erst an und dann erst lasse ich meinen Vanillezucker und meinen Zucker hinzurieseln. So, wenn die Sahne so schön steif geschlagen ist, dann können wir uns auch schon die Gelatine ausdrücken und uns den Likör erwärmen, beziehungsweise den Mandarinensaft mit etwas Likör, wenn ihr wollt, könnt ihr ihn auch weglassen. Und die Gelatine darin ausdrücken und das Ganze dann angleichen. Das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Genau, hier habe ich jetzt den Mandarinensaft, den habe ich mir warm gemacht. Den habe ich ja aufgefangen vom Abgießen der Mandarinen und noch ein bisschen Cointreau hinzugefügt. Das müsst ihr nicht machen, aber schmeckt lecker. Und jetzt nehmen wir uns die eingeweichte Gelatine und drücken die gerade ein bisschen aus zwischen den Fingern. Einfach so, dass nicht so viel Wasser dann mitkommt. So, jetzt sieht sie so aus. Und jetzt geben wir uns die einfach hier rein. Und die schmilzt dann sofort. So, und dann verrühren wir uns das Ganze, sodass wirklich die Gelatine sich ganz auflöst. Jetzt ist es nur so, dass das hier zu warm ist für unsere kalte Sahne. Deswegen müssen wir das jetzt angleichen. Das habe ich schon in vielen Videos gezeigt. Wir nehmen uns einfach 3 bis 6 Esslöffel von der kalten Flüssigkeit und geben die unter Rühren hier hinein. Und das nennt man Angleichen. Das dient einfach dazu, dass beim Hinzufügen der Gelatine dann nichts klumpt. Dass sie einfach dieselbe Temperatur hat. 2, ich glaube 3 Esslöffel Sahne reichen uns. Sonst ist mein Gefäß auch zu klein. Hier sehe ich gerade. Und jetzt hat die Creme sowie diese angerührte Gelatine ungefähr die gleiche Temperatur. Ihr könnt es auch so ein bisschen spüren. Ist sie noch zu warm? Dann gebt ihr einfach noch einen Esslöffel hinzu. Wenn sie gut ist, könnt ihr sie reinrühren. Und das mache ich einfach mit dem Schneebesen. Ah, wunderschön. Perfekt. Jetzt können wir uns die Mandarinen hinzugeben und einfach unterrühren. Vorher welche für die Dekoration abnehmen. Gerade unterheben. Den Krokant natürlich noch mit unterheben. Wunderbar. Unsere Creme ist fertig und wir können die Torte füllen. So, und ihr seht, hier ist der Boden wunderschön geworden, schön locker und luftig. Und wir stellen uns jetzt einen Tortenring hier um den Boden. Nicht zu fest ziehen, denn ein Biskuit schrumpft leicht so ein bisschen.
lässt sich so ein bisschen verbiegen, dann passt oben der Deckel nicht drauf. Also wirklich gucken, dass man sanft damit umgeht. Und jetzt kann hier auch schon unsere Füllung hinein. Schmeckt die Creme gerne auch nochmal für euch ab, denn ich habe jetzt wenig Zucker drin. Und wenn ihr mehr wollt, dann einfach mehr hinzufügen. Jetzt das Ganze natürlich noch, wie immer, mit der Palette glatt streichen. Jetzt können wir uns den Deckel aufsetzen und dann kann die Torte erstmal kalt gestellt werden. So, die Torte ist schön durchgekühlt und jetzt werde ich mir hier die Sahne steif schlagen. Einfach mit ein bisschen Sahne steif, vermischt mit Vanillinzucker. Wenn die Sahne so schön steif geschlagen ist, dass ein Messerschnitt sichtbar bleibt, dann können wir sie uns in einen Spritzbeutel füllen, einen Teil davon und den restlichen Teil zum Einstreichen der Torte nehmen. Und jetzt kann man hier noch nach innen verstreichen, dann hat man auch eine saubere Kante. So. Wunderschön, das reicht. Jetzt können wir uns die Torte dekorieren. Und ich werde mir jetzt einfach hier oben Tupfen aufsetzen, außen noch Spekulatius andrücken und sie dann noch mit den Mandarinen und eventuell schöner Weihnachtsschokolade dekorieren. Dafür teile ich mir die Torte erstmal ein in 16 Stücke und spritze mir jetzt meine Rosetten. Ich habe hier die Tülle 1M und dann fangen wir mal hier an. Nicht zu klein machen, denn wir wollen ja noch was draufsetzen. Ich mache sie eigentlich immer so groß wie das Stück. So, und die letzte. Perfekt. Fast nichts ist übrig, also ihr benötigt ungefähr 300 Gramm Sahne für die Dekoration noch. Also ich habe mich jetzt entschieden, auf jedes zweite Stück werde ich einen Spekulatius setzen. Einfach gerade so ein bisschen andrücken. Bei mir passen die jetzt ganz genau. Ich habe so Butterspekulatius. Ihr könnt natürlich auch Gewürzspekulatius nehmen oder euren eigenen, den ihr gemacht habt. So, das sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Prima. Dazwischen kommt bei mir jetzt noch etwas krokant und dann hier oben noch krokant, dann die Mandarinen außenrum. Also immer jetzt an das Mittelstück krokant andrücken, vorsichtig mit der Teigkarte. Den Rest wieder so ein bisschen abziehen. Kann auch gerne bis oben rauf gehen. Also einfach auf die Teigkarte drauf, ansetzen und so ein bisschen vorsichtig nach oben hin andrücken. Da fällt immer einiges runter, das ist ganz normal. Das sammeln wir uns nachher wieder zusammen und verwenden es weiter. So, da kann man schon mal ein bisschen was sammeln und das hier wieder verwenden. So, der Krokant ist angebracht. Der Rest kann jetzt noch in die Mitte gestreut werden. Wenn ihr da Spekulatiusbrösel habt, könnt ihr auch noch Spekulatius damit mischen. Ganz nach Geschmack.
Ich lasse es immer so gern so ein bisschen auslaufen, dass es nicht ganz so akkurat aussieht, sondern etwas, ja, auch ein bisschen Bewegung drin ist. So, und zu guter Letzt kommen jetzt noch meine Mandarinen. Da habe ich mir schon einige rausgesucht, schöne. Und meine Weihnachtsschokolade hier oben drauf. Ganz süß. Ich verlinke euch die Schokoladen unten in der Infobox, falls ihr die auch nehmen wollt. Und fertig ist unsere Mandarinen-Spekulatius-Torte. Super süß geworden. Ich glaube, wenn Kinder mitessen, sollte man auf jeden Fall die Mandarinchen mit dazulegen. Kinder lieben ja Mandarinen. Und vielleicht, wenn nur Erwachsene da sind, dann nimmt man etwas kleinere Schokolade vielleicht. Wir werden jetzt die Torte gemeinsam probieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me. Oh my goodness, das sieht so toll aus. Wahnsinn. Ich bin echt mega begeistert. Voll schön. Keep you warm as soon as you remove that snow. So, es hält. Sehr lecker. Ich finde, sie sieht richtig festlich aus. Ich werde sie jetzt für euch probieren. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe schon richtig Appetit. Mal schauen. Mega. Oh mein Gott. Mega. Mega, total fruchtig. Wirklich super. Genial. Muss gleich nochmal probieren. Total fluffig der Boden. Ein Traum. Und der kleine Elch. Super süß. Darf mal an die Seite. Nochmal einen und dann sage ich euch, was ich denke. Ein schöner großer Bissen. Und ihr seht, wie fluffig das Ganze hier ist. Wie lecker die Creme. Schön fest geworden. Mega, mega lecker. Absolute Top-Empfehlung. Also ich finde die Torte perfekt lecker für Weihnachten geeignet. Der Boden ist ein Traum. Also einfach super. Also ich finde, es ist eine sehr harmonische Torte und wirklich genial geeignet für die Festtage. Und voll süß, die Schokolade. Müsst ihr nachbacken, ich sag's euch. Das war meine Weihnachtstorte 2021. Schaut auch mal in den früheren Jahren. Ich verlinke euch die Playlist, wo auch meine ganzen anderen Weihnachtstorten verlinkt sind. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dieses Rezept nachbackt. Dann schickt mir gerne eure Fotos an meinen Facebook-Account oder auf Instagram. Alle Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox wie immer. Und natürlich vergesst auch bitte nicht am Gewinnspiel teilzunehmen. Dafür einfach auf den Blog gehen und die Gewinnfrage hier beantworten und auch auf dem Blog beantworten. Dann habt ihr doppelte Gewinnchance. Und das Gewinnspiel läuft bis nächste Woche Samstag 22 Uhr. Das heißt, ihr habt ein bisschen Zeit zu kommentieren. Wir sehen uns morgen auf dem Blog zum Türchen öffnen wieder. Und nächste Woche Sonntag gibt es natürlich wieder ein neues Video von mir. Bis dahin bleibt gesund, alles Gute und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss!